Grüße vom Kaki-Baum. Hinter mir gibt es die fast reifen Kakis. Ihr seht, der ganze Baum hängt voll und der steht auf meinem Grundstück. Und ehe ihr hier in Georgien ein Grundstück habt oder ein Haus kauft oder dergleichen, vielleicht auch mietet, habt ihr ein paar Sachen zu beachten. Und darum geht es in diesem Video. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das hier im Unterschied zu Deutschland mit vielen, vielen Sachen in der Vorbereitung und auch im Kauf von Immobilien abläuft. Und ich fange einfach mal so an, wie die meisten von euch anfangen, nämlich sie schauen erstmal bei Airbnb, Booking.com und ähnlichen Portalen nach aus der Ferne, um sich etwas zu mieten für den ersten Augenblick, sage ich mal, die ersten ein, 2, 3 Wochen. Manche wollen dann auch ganz, ganz lange schon mieten. Davon würde ich übrigens abraten. Und insgesamt muss ich sagen, dass das kein schlechter Schritt ist. Erstmal aus der Ferne was Kurzfristiges mieten, sich umgucken und dann nach geeigneten Immobilien vor Ort suchen. Der Weg über Airbnb ist deshalb nicht verkehrt, weil ihr eine gewisse Sicherheit habt. Bei Booking habe ich von vielen Leuten schon gehört, dass das nicht ganz so gegeben ist. Zum Beispiel letztens waren Freunde oder ehemalige Arbeitskollegen aus Dresden hier, haben Urlaub gemacht in Batumi. Die haben sich eingemietet im, ich glaube, war es Obi oder so. Und ja, über Booking gebucht, kam an, war der Eigentümer halt nicht da. Auch nicht mehr erreichbar und die Wohnung quasi haben die nie gesehen, aber im Vorfeld schon bezahlt. Booking interessiert es bis jetzt zumindest einen feuchten Kehricht, was da abgeht. Es ist jetzt einfach nur ein Erfahrungsbericht, den ich da sagen kann, ohne jetzt da Booking in die Pfanne hauen zu wollen. Und ja, die mussten sich quasi nochmal was mieten, haben doppelt bezahlt. Ob das mittlerweile geregelt wurde über Booking, weiß ich nicht, aber die waren jetzt, ja, ungefähr eine Woche hier und in der Zeit hat sich da nichts getan. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Anders bei Airbnb, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Service sowohl als Urlauber als auch als Eigentümer bisher einfach ausgezeichnet war. Muss- Man beklagt sich zwar immer über die Gebühren und die nehmen so viel und so weiter, aber als ich ein Problem hatte, waren die da und zwar nicht mit Verzögerung, sondern permanent. Also zum Beispiel meine erste Erfahrung hier an der Küste in Georgien war nämlich, dass wir damals in Tiflis gewohnt haben und in Grigoletty eine Wohnung gebucht haben oder ein Haus. Es war so eine Art Reihenhaus direkt am Strand. Wir haben gedacht, okay, wir machen jetzt ein paar Tage Urlaub, fahren nach Grigoletty und von dort auch mal einen Tagesausflug nach Batumi und so weiter an der Küste hier, gucken, was hier so los ist, wie es hier so aussieht. Wir kannten das alles noch nicht. Wir waren ja in Tiflis damals und buchen dafür gar nicht wenig Geld ein Haus. Wir haben gedacht, okay, wir machen es halt ordentlich. Man fährt ja nicht so oft weg und kommen dann da an, irgendwie abends, 19 Uhr, 19:30 und das Haus war eiskalt. Es war im April. Äh, Das war alles eiskalt, teilweise die Möbel halt so schon angegangen von der Feuchtigkeit. Ähm, Die hatten keine Heizung da drin, nur so ein Klimagerät, was man eben auch auf 30 Grad stellen kann. Aber da gab es halt eins oder zwei für ein ganzes Haus, das 3 Etagen hat. Also relativ lächerlich. Und ich habe jetzt erstmal die Eigentümerin angeschrieben, was da jetzt ist. Ja, aber ich habe doch gar nichts geschrieben von der Heizung. Ist doch keine Heizung drin. Okay. Also ich konnte meinen Atem sehen. Wir haben Kinder mit. Es waren vielleicht 6, 7 Grad da drin. Also da war wohl oben im Bad ein Fenster über den gesamten Winter offen gelassen. Ja, und so warm ist es jetzt auch nicht. Direkt an der Küste, da weht sehr viel Wind. Und ja, lass es vielleicht 8, 9 Grad drin gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es sehr, sehr kalt. Und Airbnb angeschrieben, die Vermieterin natürlich zuerst. Die wollte mir einfach nicht helfen. Die hatte jetzt auch, wollte mich da auch nicht rauslassen. Ich habe gesagt, okay, pass auf, dann stornieren wir das. Ich mache jetzt auch keinen Stress oder so. Dann suche ich mir was anderes, weil ich bezahle jetzt nicht irgendwie 500, 600 Euro für ein paar Tage und dann bin ich in der Eiseskälte, ja. Und mit einer Dusche, die direkt über dem Klo hing. Auch das war ja auf den Fotos ersichtlich, sagte sie, okay, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn ich in der Zeit eine Wohnung vermiete, wo es wirklich so kalt ist, dass man eine Heizung braucht, also zumindest für Touristen, die Urlaub machen und viel Geld bezahlen und dann jemand kommt, dass man die Kälte wohl ertragen muss, weil wurde ja jetzt nichts von Heizung geschrieben. Das fand ich schon relativ unverschämt, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo hin fahre, dann gehe ich auch davon aus, dass ich irgendwie
für ein gewisses Geld, was ich bezahle, ein relativ bequemes Leben habe und will jetzt nicht noch irgendwie das Kleingedruckte lesen, ob da jetzt was drin ist oder also so Sachen des Alltags, die jetzt wirklich unstrittig sind. So kam ich jetzt aus Deutschland, war das so gewöhnt. Und das war dann letztendlich die Argumentationskette von ihr. Airbnb hat es dann zum Glück so gesehen wie ich, weil ich ihnen ein Video geschickt habe, wo ich denen gezeigt habe, wie ich meinen Atem sehen konnte. Also auf dem Video sah man das. Und dann haben sie gesagt, ja, gibt es gar keine Diskussion, wir besorgen euch was anderes. Die erste Nacht, es war jetzt halt schon Abend, die müsste halt irgendwie noch da schlafen. Jetzt, das schreiben wir euch gut und besorgen euch was anderes. Wir konnten uns was aussuchen, was dann ähnlich war. Und da hatten wir was anderes gefunden mit einem wirklich sehr, sehr angenehmen Vermieter, der sich schön gekümmert hat. Und wir hatten ein schönes Häuschen und es war auch viel schöner als das andere. Da waren wir dann in Caprovani, nicht so weit weg von Cricoleti, schon Richtung Batumi runter. Und ja, das war wunderbar, muss ich sagen. Und da hat sich halt Airbnb gekümmert. Also die waren ständig erreichbar, die haben mich zurückgerufen, die haben keine Ahnung, die waren immer für mich da im Gegensatz zur Eigentümerin. Und bei Booking bei den anderen war halt die Erfahrung, was ich gehört habe, halt ganz anders. Gibt es vielleicht auch andere Erfahrungen, ist ja jetzt nur eine. Aber das würde ich euch raten, wenn ihr aus der Ferne kommt, bucht erstmal irgendwo, wo ihr eine gewisse Absicherung habt, weil sonst kommt ihr an und dann ist irgendwas ganz anderes als angegeben. Und ich garantiere euch, ganz, ganz viele Leute machen diese Erfahrung, weil hier oftmals ja, die Fotos das eine sind und die Realität das andere. Ist nicht immer so, aber oft genug. Deswegen, wenn ihr jetzt den ersten Schritt wagt, hierher zu kommen, euch am Anfang was bucht, dann macht irgendwas. Entweder kommt her und guckt hier vor Ort. Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Vielleicht erstmal nur am Anfang ein Hotel buchen, ein, zwei Nächte und dann vor Ort sich dann direkt was aussuchen. Oder ihr bucht eine Wohnung auf Airbnb, die ihr notfalls eben nur wieder rauskommt, wenn wirklich alles anders ist als angegeben. Und da die dann Ärger kriegen, ist es auch bei Airbnb so halbwegs glaubhaft zumindest. Die Fotos sind, ja, ich will ähnlich, sage ich mal so. Das dazu und jetzt gehen wir mal zum Eingemachten, dem Kauf eines Hauses, einer Wohnung und so weiter. Und ihr kennt das vielleicht von Deutschland. Da habt ihr ähm, die Situation, dass alles irgendwie geregelt ist, dass ihr einen ganz gewissen Ablauf habt, dass alles so seine Zeit dauert. Ja, ihr kontaktiert beispielsweise den Makler oder eben auch direkt den Eigentümer. Dann wird in Ruhe ein Besichtigungstermin ausgemacht. Dann könnt ihr jetzt irgendwie zusagen oder nicht. Und da wird auch eine gewisse Zeit auch gewartet. In der Regel, wenn jetzt der Markt nicht absolut heiß läuft wie damals, so 2021, 22, die Hochzeit, da ging es auch über teilweise Bieterverfahren und alles Mögliche. Also nicht wer zuerst kommt mal zuerst, sondern wer am meisten bietet mal zuerst. Aber in der Regel hat man halt irgendwie eine grundlegende Finanzierungssicherheit von der Bank schon mal in der Tasche, geht zu dem Eigentümer und sagt, okay, hier so und so, die Bank finanziert es, zumindest grundsätzlich bin ich finanzierbar, muss natürlich noch geprüft werden, das dauert halt noch eine Weile, dann muss ja ein Notartermin gemacht werden, das dauert dann auch nochmal teilweise, ich habe jetzt letztens erst einen Notartermin für was anderes gemacht in Deutschland, das hat 3 Wochen gedauert, also 3 Wochen Vorlauf für irgendeine Pullback-Geschichte, die eine Viertelstunde dann am Ende gedauert hat und so Sachen halt, die dauern in Deutschland halt alles seine Zeit. Also erstmal Besichtigungstermin in Ruhe ausmachen, dann wird das im Vorfeld halt mit den Eigentümer geklärt, wann der Zeit hat, dann wird der Makler vielleicht dabei sein, dann gut, er sollte Zeit haben, dann guckt man sich vielleicht nochmal an, klärt die Bank erstmal, muss dann denen die Unterlagen vom Objekt zuschicken, die prüfen das und dann kriegt man dann eine Zusage oder Absage, dann geht es zum Notartermin und so weiter. Und dann kann sich so ein Kauf gerne mal irgendwie 2 Monate hinziehen, bis man das erstmal unterschrieben hat beim Notar. Und dann geht es ja erstmal auch noch los. Dann werden irgendwelche komischen Behörden prüfen dann irgendwas, was man gar nicht auf dem Zettel hat. Was letztens, als ich noch gemarket hatte, zum Beispiel, da hing es mal an der unteren Wasserbehörde, die noch nicht geprüft hat. Da hat es irgendwie um 3 oder 4 Wochen verzögert, weil die haben noch nicht ihr Okay gegeben, wozu auch immer. Und ja, hat das alles so seine Richtigkeiten in Gänsefüßchen. Letztendlich habe ich so das Gefühl, es muss nur jeder Wasserkopf hier, jeder Amtsschimmer noch irgendwie bedient werden und seinen Wilhelm drunter setzen. Aber so dauert ein Immobilienkauf in Deutschland, bis man dann wirklich drin ist, auch gerne mal ein Viertel bis ein halbes Jahr. Ja, also ist jetzt nicht die absolute Seltenheit. Und hier kommt man dann hin
Ja, und dann könnte man theoretisch jetzt irgendwie besichtigen, danach äh, an dem gleichen Tag alles noch abwickeln. Komplett. Ja, also wenn man jetzt früh genug besichtigt, abends vielleicht nicht. Aber, und dann hat man äh, die Sachen halt innerhalb von 2, 3 Tagen auch schon geändert im Grundbuch. Also je nachdem, man hat dann ein paar Modelle, kann dann, wenn man ein bisschen mehr bezahlt, ist es halt innerhalb von einem Tag umgeschrieben und wenn man ein bisschen weniger bezahlt, wartet man halt eine Woche. Aber als Deutscher ist eine Woche ja auch schon irgendwie wie ein Jackpot. Und von daher ist hier Geschwindigkeit ganz, ganz anders. Man kann dann natürlich jetzt auch drüber philosophieren, was besser und was schlechter ist. Aber mir geht es jetzt erstmal nur um die reine Geschwindigkeit. Die ist ja wirklich ganz anders. Und wenn ihr hier mal Auto gefahren seid und jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ich jetzt plötzlich zum Autofahren rübergehe, fahrt hier mal Auto und ihr werdet merken, dass in Georgien niemand Geduld hat. Ja, zum Beispiel, wenn ich früh zur Schule fahre, die Kinder wegbringen, da ist vorher noch eine andere Schule. Da ist immer Stau, weil die Eltern einfach mitten auf der Straße anhalten, Kind weg rauslassen und weiterfahren. Und das machen alle. Obwohl 10 Meter weiter könnte man rechts ranfahren und das dort einfach rauslassen. Aber nee, haben ja keine Zeit, keine Geduld, es ist denen halt scheißegal. Geschwindigkeit, es muss jetzt gemacht werden. Alles muss irgendwie jetzt gemacht werden. Wir leben jetzt. Und die, so funktioniert das eben auch irgendwie beim Immobilienkauf. Ähm, Es wartet keiner auf euch. Ihr könnt jetzt irgendwie den Deutschen machen und dann das noch prüfen wollen und das noch prüfen wollen. Wenn ihr Glück habt, ist die Immobilie dann noch da, aber dann eben nur, weil sie kein anderer gekauft hat und nicht, weil die jetzt auf euch gewartet haben. Natürlich gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen Menschen, der euch so wohlgesonnen ist und dann doch mal geduldig ist. Aber ich sage euch, geduldige Georgier, ja, die zeigt mir mal. Die würde ich gerne kennenlernen. Aber ich habe noch nicht so viele gesehen. Und die Mentalität ist hier ganz anders, wenn ihr hier rumrennt und ja, erstmal alles 10-mal überlegen müsst und hier nochmal und da nochmal, habe ich ja noch Bauchschmerzen, hier noch Bauchschmerzen da, dann werdet ihr in der Regel ewig suchen. Irgendeine Kröte müsst ihr schlucken. Ich weiß, dass man dann oftmals verunsichert ist, weil man ja Angst hat, was falsch zu machen und so. Aber hier laufen die Dinge halt einfach anders als in Deutschland. Und als Beispiel das Haus, wo ich jetzt hier bin, ja, wo meine äh, Kakis hier hinter mir schön reifen, das habe ich ja eben auch nur gekriegt, weil ich irgendwie mir was einfallen lassen habe. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass hier in der Straße ein Haus verkauft wird und dass das ein großes Grundstück hat und dass es eigentlich ganz cool ist. Und man muss noch was dran machen, ein paar Sachen und muss ich immer noch übrigens. Aber ich habe mir halt gedacht, das ist eigentlich cool. Der Preis war okay. Jetzt könnte ich es wahrscheinlich für wesentlich mehr verkaufen, vielleicht sogar für das Doppelte, das weiß ich nicht. Habe es noch nicht auf den Markt geschmissen, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich sehe ja die Preise, die sonst so abgerufen werden mittlerweile. Und das war jetzt vor 2 Jahren. Ja, da seht ihr mal die Entwicklung hier in Georgien, selbst hier im Poti. Und ich wusste, wer der Eigentümer ist. Und der weiß ich nicht, den habe ich einfach angesprochen. Und ich habe nämlich gesehen, dass hier Besichtigungen stattfanden, weil der Eigentümer hatte jemanden, der sich darum gekümmert hat. Und ich habe dann halt gesehen, dass immer mal besichtigt wurde. Und ich dachte mir, okay, bevor das jetzt weg ist, muss ich irgendwas machen. Ich muss irgendwie das Ding vom Markt kriegen, sonst nimmt es halt ein anderer. Und da habe ich den angesprochen und habe gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Ich muss das Geld erstmal besorgen, weil wir hatten gerade noch eine andere Immobilie gekauft und ich muss das Geld jetzt erstmal besorgen. Habe ich gerade nicht flüssig. Können wir das irgendwie vermarkten? Nämlich Zeit eine Miete. Ich miete das erstmal, aber mit Kaufoptionen. Und zwar brauche ich, ja, möchte ich eine Option für so und so lange Zeit. Dann sind wir zum Notar gegangen, haben den Preis festgeschrieben und ja, also dass ich wenn ich innerhalb von einem Zeitpunkt oder von einem Zeitraum das Geld aufbringe, egal wann der Zeitpunkt dann letztendlich ist. Sobald das Geld da ist, ist es meins. Ja? Dann wird es halt an mich verkauft. Das haben wir notariell letztendlich festgelegt. Solange wie ich dann halt gebraucht habe, habe ich dem einfach die Miete bezahlt, sodass er erstmal Geld hatte. Und ich hatte das Ding vom Markt, also hat es nicht weiter angeboten. Äh, und so habe ich das dann gemacht. Hätte ich jetzt mal lange überlegt, hätte es mit Sicherheit damals wahrscheinlich auch einen Russe gekauft und ich hätte mir hinterher ja, in den Hintern gebissen. Und ihr müsst halt ein bisschen erfinderisch sein, ein bisschen out of the box denken, ein bisschen, ja,
ich sag mal, äh, dieses typische Deutsche, was hier wirklich sehr geschätzt wird eigentlich, also so Deutsch ist immer, hat immer einen ganz hohen Stellenwert. Das typische Deutsche müsst ihr aber in vielen Sachen eben ein bisschen ablegen und der Mentalität von den Georgiern entgegenkommen, um, um selber voranzukommen. Ja, und beim Immobilienkauf geht es hier über Geschwindigkeit. Als anderes Beispiel, ich suche gerade Immobilien für verschiedene Kunden, ja, und die einen, die, ja, für die hatte ich jetzt Immobilien angeschaut und ich hatte eine schöne Immobilie gefunden, wirklich auch vom Preis her echt top, also für die aktuelle Zeit. Vor 2 Jahren hätte man gesagt überteuert, jetzt sagt man schon günstig, weil unter 100.000, kein Sanierungsstau, schöner Garten, noch ein Hintergebäude, was ordentlich war. Der Beton auf dem Grundstück war sehr, sehr gut verlegt und Möbel in Ordnung. Ja, gut, das ist jetzt nicht so, also nicht so wichtig, aber kein offensichtlichen Schaden. Wirklich ein schönes Objekt. Und ich habe gesagt, hier, das und das und das zeige ich euch. Aber wenn ich ihr wäre, ich würde das nehmen, weil das ist wirklich schön und ihr müsst euch bloß entscheiden. Und das haben die auch, die haben sich sogar entschieden. Also die waren auch schnell. Also ihr seht es ja vielleicht jetzt, ihr habt das wirklich echt schnell entschieden. Ich direkt Kontaktpersonen angerufen und gesagt, hier, die wollen das. Kannst du irgendwie die Eigentümer davon überzeugen, dass die jetzt noch warten, weil die schaffen es erst in einem Monat herzufliegen. Ja, man hat ja ständig Urlaub und kann jetzt ständig rumfliegen und kostet ja auch Geld und Zeit. Und das war damals, glaube ich, Anfang September und die wollten dann Anfang Oktober kommen. Und ja, und in der Zeit, wo die dann, also meine Kontaktperson, das mit denen gesprochen hat, vergingen vielleicht 2 Tage oder so, habe ich dann die Rückinfo bekommen, ja, ist jetzt leider schon verkauft. Also ist 2 Tage, 3 Tage war das Ding schon weg, schon verkauft, alles schon abgewickelt. Und so schnell geht das hier. Also es hat mich wirklich geärgert. Jetzt sucht man halt was anderes. Aber deswegen, wenn ihr sucht, entscheidet schnell, seid am besten vor Ort. Also ich kann jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Ende September. Ich kann mich im Dezember entscheiden. Die wissen noch nicht mal, dass es dieses Jahr Dezember gibt. Die Georgier, die denken an heute, an morgen. Und was im Dezember ist, keine Ahnung, wir haben doch ewig Sommer, oder? Jetzt ist es doch immer noch Sommer. Und Dezember, was ist denn das? Ja, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Also es wartet keiner bis Dezember, es wartet keiner hier 2, 3 Wochen. Wenn jemand anders kommt, war es das halt. Außer ihr habt irgendwie eine familiäre Bindung, einen persönlichen Kontakt, eine gute Freundschaft oder was weiß ich, die auf dem Spiel steht, wo ein paar andere Trümpfe. Oder ihr macht so wie ich und versucht das Ding irgendwie runterzukriegen vom Markt über irgendwelche anderen Wege. Seid einfallsreich, macht eine Anzahlung, was weiß ich. Aber ihr müsst irgendwas machen, um eure wirkliche Ernsthaftigkeit äh, zur Schau zu stellen und dem Georgier auch irgendwas in die Hand geben, dass er da auch letztendlich drauf rechnen kann und notfalls, wenn es schief läuft, zumindest irgendwas in der Hand hat, ein bisschen Geld oder was weiß ich. Ja, und manchmal werden die Immobilien auch nicht verkauft und dann wartet ihr und denkt sich, haha, der hat die jetzt gar nicht verkauft. Den kann ich jetzt auch mal richtig drücken, den Banausen. Der hat jetzt die Immobilie schon 3, 5, 6 Monate auf dem Markt und die wollte keiner haben. Und ich habe ja in Deutschland am Ende gemakelt. Ja, ich weiß, ich bin so ein Schlawiner. Nee, ich habe ja bestimmt 10 Jahre lang oder so für Banken Immobilien eingewertet. Und am Ende hatte ich ja keinen Bock mehr drauf und dann habe ich mal noch 2 Jahre ein bisschen gemakelt. Letztendlich muss man da auch nur Einwertungen machen und dann Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Und letztendlich soll ja ein Makler dafür da sein, dass sowohl Käufer als Verkäufer am Ende einen fairen Deal haben, dass beide nicht übervorteilt sind. Nicht der eine den anderen jetzt, also der Makler ist nicht dafür da, den einen dazu zu bringen, dass er den anderen halt letztendlich einen schlechten Deal abschließen lässt. Nein, da soll ja eben Makeln dafür da sein, dass beide einen guten Deal haben. Und so habe ich das zumindest damals verstanden. Und da war es halt letztendlich so, dass nach einer gewissen Zeit, also der Verkäufer hat immer eine gewisse Vorstellung, was seine Immobilie wert ist. Die meisten denken, sie haben quasi das Gold ist es Gold unter ihnen, wo sie drauf sitzen oder drauf stehen. Und
Die Käufer sehen das natürlich in der Regel anders. Die wollen natürlich eben nicht zu viel bezahlen, ist ja logisch, weil die vergleichen das eben mit dem Markt und meistens ganz nüchtern und nicht ganz so emotional. Vor allem Käufer, die selbst wieder vermieten wollen, die sehen es gar nicht emotional. Also Eigennutzer schon noch eher. Aber der Verkäufer ist natürlich oftmals verliebt in seine Immobilie, denkt, die ist besonders viel wert, weil der hat ja da so und so viele Stunden da auf dem Bau noch gestanden. Und damals, als die da noch Rohbau war, was er da, ach, wie er mit seinem Sohn da noch die Wände hochgezogen hat, interessiert den Käufer einen Scheiß. Aber der Verkäufer hat natürlich die ganze emotionale Verbindung dazu und will dann natürlich auch ganz viel Geld sehen. Und das macht man als Makler vielleicht mal noch eine Woche mit. Wenn man gut genug ist, dann kann man dem das am Anfang schon ausreden, dass man doch sich am Markt orientieren soll und nicht an den Emotionen. Und nach einer Weile geht es dann halt in Richtung, okay, das hast du ja jetzt gesehen, niemanden interessiert das. Ähm, Schön, dass du die Erinnerung hast und so, aber die Käufer oder du hast halt keinen Käufer, wenn du eben zu so einem Preis an den Markt gehst. Und da kann man das auch präsentieren, wie man will. Nur über die Präsentation zahlt ja auch nicht plötzlich jemand 50.000 mehr. Und dann wird halt der Preis gesenkt in der Regel. Ja, also wenn der Verkäufer mitspielt, ansonsten macht halt der Makler nicht mehr mit, weil das ja auch viel zu teuer ist, die Immobilie immer zu annoncieren. Die Portale wie ImmoScout und sowas, die kosten ja ein Heidengeld. Und ja, jedenfalls irgendwann sieht das dann eben ein und orientiert sich am Markt oder eben auch nicht und dann kann es halt selber verkaufen. Hier ist das ganz anders. Hier wird dann einfach der Preis erhöht. Wie jetzt, meint ihr? Der Preis erhöht. Wurde doch nicht verkauft. Ja, so habe ich auch gedacht. Ja. Was für ein Schwachsinn. Ich verkaufe was nicht. Und weil ich es nicht verkauft kriege, denke ich drüber nach, erstmal den Preis zu erhöhen. Was, was soll das? Wer kommt auf die Idee, dass er ein Produkt lange genug auf den Markt schmeißt, anbietet und so weiter? Niemand will es haben. Und dann probiert man als Stellschraube am Preis zu drehen und zwar nach oben. Das funktioniert? Wahrscheinlich funktioniert es nicht. Aber die Georgier sind halt so. Die sagen sich, okay, der Markt ist jetzt angezogen insgesamt. Mein Nachbar hat da sein Haus jetzt verkauft. Der hat vor 10 Jahren ganz wenig dafür bezahlt und da sind jetzt ganz viel Geld rauszuholen am Markt. Da, da legen wir jetzt aber los. Wir machen erstmal den Preis hoch. Und das machen die einfach so weit, so lange, bis irgendwann einer vorbeikommt und das dann doch hinlegt. Weil vielleicht der Markt dann schneller mitgedreht ist als die Preiserhöhung oder was weiß ich. Und ansonsten war es das halt, wenn der keine Not zu leiden hat. Und glaubt mir, die Georgier, also was die als Not ansehen, da liegt er schon 10-mal unter der Grasnarbe. Also die Not, also da muss schon viel passieren, dass die Not erleiden und irgendwas machen, wo sie jetzt keine Lust drauf haben, weil die sind dickköpfig, positiv dickköpfig manchmal, manchmal negativ dickköpfig und jedenfalls, wenn die sich da was in den Kopf gesetzt haben, ist es halt so, da wird halt der Preis erhöht und wenn du das nicht bezahlst, Pech gehabt. Und manchmal besichtigst du eine Immobilie und dann besichtigst du die irgendwie 2 Wochen später, dann kostet die plötzlich 10.000 mehr, 20.000, ja, was willst du denn da sagen? Kannst versuchen zu verhandeln und die wieder irgendwie runterkriegen. Ähm, in der Regel, nö, ist halt so. Ist ja jetzt alles teurer geworden. Ja, okay. Das Problem ist bloß, du findest hier ganz schlecht einen realistischen Marktwert, weil in Deutschland, da wertest du ein. Ähm, Da gibt es ein paar Kriterien, also mal vereinfacht gesagt, es gibt Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren und den Ertragswert, also Ertragswertverfahren. Ertragswertverfahren richtet sich in der Regel danach, was wirft die Immobilie ab, wo steht die, was ist da letztendlich an Miete zu erwarten und da hochgerechnet auf irgendeinen Faktor. Haben wir dann den Wert der Immobilie, ne, minus zu erwartende Sanierungsstau und zu erwartete Sanierung wegen Sanierungsstau und was weiß ich. Sachwertverfahren, da geht es vor allem um die Beschaffenheit der Immobilie an sich. Also da ist es, ja, wie teuer ist das Grundstück, wie teuer sind die Materialien und so weiter und so fort. Ganz vereinfacht dargestellt. Und, Vergleichswert ist das, was ist in der Gegend in der letzten Zeit so gelaufen. Also das ist wahrscheinlich oftmals der realistischste Wert für Eigennutzer vor allem. Was ist in der Gegend in der letzten Zeit so gelaufen? Welche ähnlichen Immobilien wurden zu welchem Preis verkauft, wo denn Preise vorliegen? Und hier ist es halt oftmals so, dass
dass du ja gar nicht weißt, was letztendlich verkauft wurde. Das wird meiner Meinung nach, wenn es jemand weiß und das anders ist, sag's mir bitte, gar nicht so registriert. Teilweise werden auch in der City Hall einfach andere Beträge reingeschrieben, weil die Georgier dann Geld sparen wollen, was weiß ich, keine Steuern bezahlen wollen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das hört man immer mal wieder, dass da kostet zwar eigentlich 100.000, aber schreibt man 20 rein. Okay. Ähm, und dann hat man halt irgendwie keine realistischen Zahlen als Anhaltspunkt. Und wenn du dich umguckst, dann gehen ständig die Immobilienpreise hoch. Ja, wie willst du das denn einwerten? Wenn jeder einfach sich einen Preis ausdenkt oder würfelt und dann sagt, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt eine 4 gewürfelt, mach mal 2 Nullen dran und verkaufen es für 400.000, ne? Das wäre doch mal interessant. Probieren wir das doch mal. Oder was weiß ich habe heute irgendwie vom Vollmond geträumt und da habe ich mir gedacht, wir müssen jetzt doch noch eine Null dranhängen oder was weiß ich. Also irgendwie so stelle ich mir das vor, wie das so abläuft. Und ja, also ihr müsst ja wirklich rausfinden, aus in der Nachbarschaft und so weiter, für wie viel Geld gingen Immobilien wirklich über den Tisch, dass man irgendwie mal ein Gefühl dafür hat, was es wirklich wert ist. Aber selbst wenn ihr das habt, ist es ja auch scheißegal, wenn die Verkäufer einfach irgendwelche Preise dahin schreiben und wenn sie morgen irgendwie schlecht gelaunt aufgestanden sind, dann 20.000 mehr verlangen, weil jetzt müssen wir es denen doch mal zeigen. Ja? So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Es ist sehr irrational oftmals hier, irgendwie aber auch wieder witzig. Nur nicht so witzig, wenn man Immobilien sucht. Momentan schießen die Preise immer noch durch die Decke. Batumi hat sie so ein bisschen gefangen, habe ich das Gefühl. Aber hier in Poti geht es ziemlich nach oben, was die Preisentwicklung angeht. Wie gesagt, in den letzten 2 Jahren, also das Haus, wo ich jetzt bin, und auch andere, die ich kenne, kann man sagen, haben sich verdoppelt. Und das soll wohl noch so weitergehen, weil jetzt eben auch viel getan wird, um Touristen herzulocken. Die Strände werden gesäubert und immer verschönert, die Straßen gemacht und so weiter und so fort. Habe ich schon mehrmals gesagt. Entwickelt sich so weiter. Und deswegen kann ich einfach dazu sagen, eine Preislogik könnt ihr ja lange suchen. Ihr müsst irgendeinen Workaround finden, um festzustellen, wie viel das denn nun wirklich wert ist. Oder ihr habt so eine emotionale Verbindung und sagt, das ist mir jetzt aber so viel wert und so viel habe ich zur Verfügung und das wäre es für mich okay. Das ist vielleicht der beste Anhaltspunkt. Nur kann ich euch sagen, in letzter Zeit hier am Potti, wenn ich gesucht habe und hatte irgendwie eine Grenze von 100.000 Euro. Es ist nicht so leicht, eine vernünftige, also jetzt nicht irgendwelchen Trash, eine vernünftige Immobilie für unter 100.000 zu finden. Irgendwelchen Trash kriegt man immer noch für 40, 50.000. Kannst aber eben auch abreißen. Ich habe euch das eine Jahr gezeigt, was sie für 55.000 angeboten haben in dem einen Video. Wenn sie wissen, dass du Deutscher bist oder so, heißt der Titel, müsst ihr mal reingucken. Vielleicht verlinke ich es auch, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, ansonsten ist es wirklich echt mittlerweile, hat es ganz schön angezogen. Und ja, ich gebe mein Bestes, das, soweit es geht, für die Leute abzufedern, für die ich Immobilien suchen soll, um da preislich doch noch halbwegs sauber rauszukommen und nicht noch zusätzlich den Touristenbonus zu bezahlen, der dann oftmals noch oben drauf kommt, zum sowieso schon erhöhten Marktpreis. Ja, und zu guter Letzt kann ich euch sagen, ach so, ja, und das ähnlich ist übrigens, was die Geschwindigkeit und so angeht, auch bei Mieten. Also ja, ich hatte ja letztens für Leute ein Mietsobjekt gesucht, haben dann ein Haus gefunden und die waren auch zum Glück vor Ort, sind es auch immer noch. Und die wollten halt, weil sie jetzt noch ganze Sachen noch erledigen wollten und noch woanders noch eingemietet waren, erst am 15. September einziehen. Ähm, Es war aber irgendwie Anfang September und dann, war okay, aber dann, wenn jemand anders kommt, ist es halt weg, weil jetzt suchen gerade irgendwelche türkischen Firmen Häuser, und das stimmt auch, die türkischen Firmen oder die Firmen aus dem Ausland, auch Aserbaidschan oder so, die suchen gerne mal hier für ihre Angestellten, die irgendwo beim Hafen arbeiten oder was weiß ich wo, dann Häuser, wo sie sich alle unterbringen, da schmeißen die dann 10 Leute rein und die wohnen dann da ein paar Monate und die zahlen dann auch gar nicht so schlecht. Und wenn die dann jetzt kommen in den nächsten paar Tagen, ja, dann ist es halt weg. Dann nimmt es halt jemand anders. Oder du zahlst jetzt schon mal zumindest erste und letzte Miete. Äh, ja, wollten die aber auch irgendwie nicht so richtig, weil sie da auch in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen gemacht haben. Ja, selbst 2 Wochen warten war dann schon echt ein Drahtseilakt. Hat dann irgendwie hingehauen. Wir haben es hingekriegt. Letztendlich, ich habe mich da ein bisschen dafür eingesetzt, dass das am Ende dann doch stand. Aber so, selbst an so Kleinigkeiten,
wie 2 Wochen oder eine Woche warten oder keine Ahnung, scheitert es hier halt oftmals, wenn das Angebot stimmt. Also für irgendwelche Trash-Immobilien, die stehen halt ewig auf dem Markt, aber was halt halbwegs vernünftig ist und einen halbwegs realistischen Preis hat, das ist ja nicht so lange auf dem Markt und da wartet auch keiner auf euch. Und die Mentalität hier, und das ist mein letzter Punkt, ist nämlich, dass man Chancen einfach nutzt, wenn sie sich ergeben. Hier wird nicht erst noch 10-mal hin und her überlegt, nochmal durchkalkuliert, noch irgendwie noch ein Excel-Sheet gemacht und nochmal einen Steuerberater und Anwalt und die ganze Familie nochmal drüber gucken lassen. Es gibt eine Chance, ähm, über den Daumen, Pi mal Daumen gerechnet, passt alles, okay, wird gemacht, fertig. Ja, Chancen nutzen, es wird nicht lange überlegt, es wird nicht lange gefackelt und ja, wenn man halt daneben gelegen hat, Pech gehabt. So ist ungefähr die Mentalität für den Deutschen oftmals ganz, ganz schwere Kost, ganz schwer zu ertragen. Aber wir sind hier in Georgien und so ist es halt. Georgien ist alles etwas schneller, chaotischer und es bellen auch viel, viel mehr Hunde als überall sonst auf der Welt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich kenne nicht die ganze Welt, ja. Jetzt bitte Ausnahme, ähm, keine Ausnahmediskussion, ja. Also in dem Sinne, Georgien ist schnell, chaotisch, manchmal sehr irrational und wenn ihr Immobilien sucht, beherzigt das. Und wenn ihr Hilfe braucht, unten ist der Link für ein Erstgespräch. Bis denn. Ciao, ciao.